DJI Pocket 3 und ich habe mein Studio natürlich jetzt auch auf Kino umgebaut. Ihr seht schon mit den kleinen Balken oben und unten, denn wir beschäftigen uns heute mit den besten Kinoaufnahmen, die dieser Pocket 3 machen kann. Und zwar das Ganze dann auch noch mit Lensflares in unwahrscheinlich cooler Qualität, sehr weitwinklig und nicht nur das, es geht jetzt auch auf Makro zu. Das heißt, du kannst mit Makroaufnahmen auch nochmal klitzeklein an die Details ran, wie unterm Mikroskop, mit welchem Zubehör das geht, wie das funktioniert und ob das richtig gut funktioniert. Das erfährst du jetzt in meinem Video. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Anschauen. Ihr habt es natürlich schon im Filmchen gesehen, es ist einfach fantastisch, was man jetzt mit dem Zubehör alles machen kann. Und schuld daran ist dieses kleine Paket hier von Freewell, denn hier gibt es nämlich magnetisch aufsteckbare Linsen jetzt fürs Zubehör. Zum einen ist da die Anamorphic Lens drin, die habt ihr eben gesehen, direkt im Einsatz. Dann natürlich noch die Makrolinse und ein zusätzliches Weitwinkelobjektiv, aber das war es noch nicht gewesen. Es gibt natürlich auch noch für diese ganzen Objektive richtig coole ND-Filter, zum einen ND8, ND32 und ND 128 mit dazu. Und mit diesem Set, da kannst du wirklich eine ganze Menge anstellen, denn du bist jetzt kreativ wirklich in einem anderen Universum. Egal was du machen willst, du hast es gesehen, ob Kinoaufnahmen, ob weitwinklige Aufnahmen oder halt wirklich mal richtig dicht ran an das Objekt mit den Makroaufnahmen. Alles ist hiermit möglich und es gibt natürlich noch viele Möglichkeiten, die kleinen Linsen hier einzusetzen. Und wie man das richtig macht, da gehen wir jetzt mal ran, ich erkläre es euch. Ganz kurz nochmal zu den technischen Details, und zwar kommst du mit der Makro-Lens bis zu 40 mm dicht an deine Objekte ran. Das sind 0,4 cm und das ist schon ein Riesenkracher, was man dann sozusagen an Bildaufnahmen damit machen kann. Mit der Weitwinkellinse bist du dann 0,9-fach unterwegs hier im Weitwinkel. Und mit dem anamorphen Objektiv hast du hier eine Einstellungsform von 1,1. Das ist nachher wichtig in der Schnittsoftware. Da musst du 100 durch 1,1 rechnen. Dann bist du ungefähr bei 0,9 und dann in der Y-Achse einfach 0,9 einstellen. Dann zieht sich der Film sozusagen etwas runter und dann hast du natürlich auch die gewünschten schwarzen Balken. Es ist natürlich total einfach und easy, hier die Linse anzubringen, und zwar einfach nur magnetisch hier anklippen. Oben immer aufpassen, dass hier Freewell drauf steht. Das ist dann die Oberseite. Und dann hast du hier sozusagen die Linse drauf, schön magnetisch angeklippt. Und das Schöne an der ganzen Sache ist natürlich, dass hier die ND-Filter auch noch magnetisch halten und die kannst du dann ebenfalls direkt auf dein Objektiv rauf machen. Und schon hast du dann die Lichtstärken von 8, 32 oder 128 hier abgesichert. Manchmal passiert es, dass hier der ND-Filter quasi zusammen mit der Optik nur abgeht. Das ist manchmal ein bisschen doof, weil, wie gesagt, wenn du dann den ND-Filter lösen möchtest, wäre es natürlich schön, wenn er auch einzeln wieder abgeht. Aber das
das lässt sich natürlich aufgrund der ganzen magnetischen Geschichten hier wahrscheinlich nicht direkt einstellen. Noch eine wichtige Sache, und zwar die ND-Filter. Die halten natürlich auch direkt magnetisch am Pocket. Das ist kein Problem, wenn du jetzt mal keine Optik hier direkt magnetisch anbringen möchtest, sondern nur die ND-Filter, ist es ebenfalls möglich. Einfach magnetisch anbringen. Aufpassen, dass hier natürlich oben wieder die Beschriftung steht, und dann bist du ganz easy dabei und kannst wirklich auch nur extern mit den ND-Filtern arbeiten. Bei der Weitwinkeloptik musst du natürlich eins beachten, und zwar ist ja hier das Makroobjektiv mit dabei, und das Weitwinkel funktioniert natürlich nur, wenn du das Makroobjektiv dann direkt darunter hast. Das heißt, das lässt sich dann magnetisch zusammenklippen, und du siehst es hier schon, also in dieser Position musst du es dann an deinen Pocket anbringen. Ansonsten sieht es natürlich relativ unscharf aus. Das heißt, hier das Weitwinkel oben auf die Makrolinse angebracht und dann direkt hier an den Pocket angebracht, und dann hast du natürlich ein perfektes Weitwinkel. Der einzige Begleiter, den du immer dabei haben musst, ist natürlich so ein Tuch. Freewell liefert dir die kleine Version hier direkt im Paket mit dazu, denn es lässt sich natürlich nicht vermeiden, dass hier bei den ND-Filtern absolute Fingerabdrücke entstehen. Du kannst das anfassen, wie du möchtest, oben oder unten. Spätestens beim Reinlegen hier in die Verpackung gibt es dann kleine Fingerabdrücke. Also wie gesagt, sowas ist dann direkt dein Begleiter, damit du hier dann optimale Ergebnisse hast und keine verschmierten Optiken bzw. ND-Filter. Man müsste vielleicht noch ein paar Sachen erfinden, und zwar so eine Zange bzw. hier so eine Pinzette, wo man das sozusagen hier rausnehmen kann und dann auf dem Pocket anbringen kann, sodass man wahrscheinlich nicht mit den fettigen Fingern hier in Verbindung kommt. Und ich möchte euch jetzt mal zeigen, wie das so funktioniert hier mit dem Pocket 3 und den magnetisch anbringbaren Objektiven. Und zwar schauen wir uns das Ganze jetzt mal mit der anamorphen Linse an. Nicht vergessen, oben muss Freewell stehen und das Ganze dann magnetisch an den Pocket anbringen. Und du siehst natürlich hier schon mal jetzt, ich werde jetzt mal die Bildkanten so ein bisschen ändern. Okay, jetzt siehst du hier sozusagen links und rechts meine Bildkanten mit diesem schwarzen Balken. Und wenn ich jetzt das anamorphe Objektiv abnehme, dann sind die einfach verschwunden. Also nochmal anamorphes Objektiv ran. Hier die Bildkanten siehst du, ja, dann nehme ich es wieder ab. Und jetzt sind die Bildkanten verschwunden. Jetzt weißt du ungefähr, wie weitwinklig das Ganze funktioniert. Optik wieder abgenommen, und natürlich, ich muss ein bisschen putzen. Ich bin schon wieder mit dem Finger hier auf die Optik raufgekommen und wieder rauf mit der Optik auf den Pocket 3. Es gibt natürlich noch eine Besonderheit bei dem anamorphen Objektiv. Das kennst du wahrscheinlich von den Kinofilmen. Star Wars ist ein riesengroßer Vertreter davon und natürlich auch andere Kinofilme. Du hast diese Lensflares hier mit drin. Und hier siehst du natürlich diese blauen Lensflares, wenn ich dir das jetzt mal mit der Taschenlampe vom iPhone zeige. Und das sind natürlich unwahrscheinlich schöne Kinoeffekte. Du siehst auch nochmal so einen kleinen Flare, der sich hier sozusagen oben rumdreht. Und das sind so halt die Effekte, die man halt im Kino so ein bisschen erzeugen kann mit den ganz teuren anamorphen Objektiven. Das ist natürlich jetzt hier überhaupt keine Relevanz. Es erzeugt den Effekt, aber ich sag mal, im Kino kostet so ein anamorphes Objektiv ganz entspannt mal 100.000 Euro. Jetzt ist Schluss mit Kino, jetzt gibt es ganz kleine Dinge zu sehen, und zwar mit der Makrolinse von Freewell. Und hier ist natürlich dann das zu beachten, dass oben auch wieder Freewell draufsteht, und das ist dann die Oberseite, und ihr werdet jetzt erstmal sehen, dass das ein bisschen unscharf wird, ist auch sehr verständlich. Und jetzt gucken wir uns einfach mal hier das Makroobjektiv an, und du kannst wirklich hier dicht ran, das sind jetzt ungefähr, ich sag mal so nicht mal einen Zentimeter, und hier siehst du natürlich absolute Feinheiten. Und ich habe es euch ja im Film auch schon gezeigt. Du kommst hier wirklich an Dinge ran, die du sonst mit dem normalen Auge nicht erkennen kannst. Und beim Makroobjektiv, am Anfang habe ich es euch erklärt, ist es wichtig, dass ihr das dran lasst, wenn ihr das Weitwinkelobjektiv benutzen möchtet, hier von Freewell. Und zwar dieses Weitwinkelobjektiv muss dann sozusagen ebenfalls mit dem Schriftzug Freewell auf das Makroobjektiv aufgeklippt werden. Und dann seht ihr ein weitwinkliges Bild. Hier sind wieder meine beiden Balken direkt im Studio. Und so ist sozusagen der Weitwinkel. Ich nehme es nochmal ab.
Und jetzt kannst du das besser erkennen. Von der Weitwinkligkeit wird es etwas mehr und das Ganze dann mit dem Faktor 0,9. Jetzt zeige ich euch natürlich nochmal die Funktionen der ND-Filter, wenn die jetzt auf der Optik direkt aufgebracht sind. Und da war ich unterwegs gewesen am Schloss Sanssouci und habe das Ganze wirklich mal hier so ein bisschen überbelichtet und dann die ND-Filter aufgesteckt. Das ist wie gesagt der 8er ND-Filter, der 32er ND-Filter und natürlich auch der 128er ND-Filter. So viel Sonne war es dann nicht gewesen. Es gab ein paar Wolken und deswegen ist der 128er natürlich tierisch dunkel. Aber ihr seht so auf alle Fälle mal die Effekte an den Optiken, wie es dann ist, mit einem ND-Filter zu filmen. Und ein ND-Filter ist natürlich bei strahlendem Sonnenschein, bei Schnee oder bei hellem Strandsand immer die beste Alternative. Und du kriegst natürlich auch noch ein bisschen mehr so dein cinematisches Filmbild hin mit diesen Filtern. Also wie gesagt, die ND-Filter, die hier mitgeliefert werden von Freewell für die Optiken oder auch direkt zum Anstecken, sind für mich optimal. Freewell hat mir natürlich die Optiken und die Filter zur Verfügung gestellt, deswegen stand auch am Anfang Werbung in diesem Video, aber ich habe natürlich meine eigene Meinung und die ist richtig positiv. Also ich war jetzt 2 Tage mit diesen Filtern unterwegs und kann wirklich sagen, es bereichert gerade diejenigen, die so ein bisschen kreativ filmen möchten mit dem Pocket, die so ein bisschen cinematisch und auch filmisch filmen möchten mit dem Pocket, die sind hier echt super bedient mit diesem Set. Natürlich kannst du dann wirklich auch noch die kleinen Dinge des Lebens mal beobachten und auch filmisch festhalten mit dem Makroobjektiv. Das Weitwinkelobjektiv sehe ich jetzt in meiner Verwendung nicht so oft, weil ich dann wirklich mehr das anamorphe Objektiv nehmen werde, denn ich kriege dann einfach mal ein paar bessere filmische und cinematische Effekte hin. Aber gerade für diejenigen, die Weitwinkel, Anamorph und auch Makro effektiv nutzen möchten, ist das wirklich eine richtig große Bereicherung. Ich bin echt happy, dass ich dieses Set zur Verfügung gestellt bekommen habe, hier wirklich auch mal so ein bisschen meine Kreativität ausleben konnte. Und wer das natürlich von euch auch machen möchte, jetzt momentan ist das Set relativ neu auf dem Markt. Ich packe euch mal den Link hier direkt in die Videobeschreibung mit rein, wer sich da so ein bisschen noch mehr informieren möchte und natürlich wer das Set kaufen möchte, der kann es über meinen Link tun. Ich bekomme dafür eine kleine Provision. Für euch wird dieses Set aber nicht teurer und das unterstützt natürlich hier direkt meinen Kanal, dass ich euch noch weitere schöne Videos produzieren kann. Das war es gewesen hier mit meinem Video über die neuen Filter und Objektive von Freewell. Ich danke dir fürs Anschauen. Sehr gern bis zum nächsten Video und wenn du noch Fragen hast, dann einfach direkt hier in die Kommentare schreiben und wenn ich sie dir beantworten kann, mache ich das natürlich gern.